Hallo liebe Hungrige, Satt und selig Eintopf ist doch ein schöner Name und völlig zutreffend gewählt, denn es ist ein herzhaftes Wohlfühlgericht, das lecker schmeckt, wärmt und satt macht und es ist One-Pot, was ja genau genommen nichts anderes als die Übersetzung von Eintopf ist. Es wird also nur ein Topf oder wie bei mir eine tiefe Pfanne benötigt. Wir brauchen dafür Hackfleisch, entweder gemischt oder vom Rind, weiße Bohnen, ich nehme die großen, muss aber nicht sein, die normalen machen es genauso gut. Wir brauchen Kartoffeln, vorwiegend festkochend, eine Zwiebel, die muss nicht rot sein, die Knoblauchzehe, Möhren, eine Stange Lauch und Tomatenmark. An Gewürzen Pfeffer und Salz, Majoran, Paprika edelsüß und Gemüsebrühe. Zuerst geben wir mal ein Sieb auf eine Schüssel, schütten die Bohnen hinein und lassen diese nun abtropfen. Und weiter geht's mit Vorbereitungsarbeiten. Die Kartoffeln werden geschält und anschließend gewürfelt. Die Möhren wahlweise schruppen oder auch schälen und dann ebenfalls würfeln. Den geputzten Lauch schneiden wir in dünne Ringe und Zwiebel und Knoblauchzehe werden, nachdem wir sie geschält haben, fein gehackt. Nun geben wir etwas Öl in eine große weite Pfanne, erhitzen es und geben dann das Hackfleisch hinein. Dieses nun bei mittlerer Hitze und unter gelegentlichem Rühren grünlich braun anbraten, so dass es eben durchgebraten ist. Sind wir soweit, geben wir nun die Zwiebelstücke mit hinzu und ebenso die gehackte Knoblauchzehe. Durchrühren und kurz mit anbraten. Und dann ergänzen wir mit den gewürfelten Kartoffeln und anschließend mit dem anderen vorbereiteten Gemüse, also den Möhren und dem Lauch. Alles miteinander vermengen. Und nun kommt auch das Tomatenmark mit hinein und wir würzen kräftig mit dem Paprika. Alles wieder vermengen und dann wird mit der Brühe abgelöscht. Die Bohnen sind inzwischen gut abgetropft und sie kommen nun auch mit hinzu. Alles gründlich umrühren, die Temperatur so regulieren, dass es köchelt und dies nun abgedeckt für 20 bis 25 Minuten. Je nachdem eben, ob ihr das Gemüse ganz weich oder vielleicht doch noch ein bisschen knackig haben möchtet. Danach den Deckel abnehmen und nun wird abgeschmeckt und zwar mit reichlich Majoran, kräftig mit Salz und ebenso mit Pfeffer. Die Gewürze einrühren und dann auch mal kosten. Ich finde es gut, so wie es ist, also können wir den Eintopf vom Herd nehmen. Optional hackt noch ein bisschen Petersilie und streut diese darüber und dann genießt dieses köstliche Essen, das seinen Namen wirklich nicht umsonst hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls bei euch allerdings lieber Pasta geben soll und als Nachtisch ein Stück Käsekuchen, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.